Also wir konnten sagen damals, als ich dabei war, jedes 7. Tier war unbetäubt. Aber ich denke, wir werden als Kinder konditioniert, dass die Ausbeutung von Tieren etwas ganz Normales ist. Und viele Leute, die heutzutage im Schlachthof arbeiten, haben Alkoholprobleme oder Drogenprobleme, um dieses grauenvolle Bild wegzubekommen. Dadurch verrohen sie immer mehr. Sie sehen das Tier auch nicht mehr als Lebewesen, sondern als Ware. Wenn wir 10% der Bürger bekommen, die Widerstand leisten gegen diese Tierausbeutung, dann wird auch die Politik reagieren. Denn nur über öffentlichen Druck reagieren die Politiker. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Habit Rabbit. Ich bin Thomas und ich freue mich sehr, dass wir heute Peter Hübner zu Gast haben. Peter, du bist veganer Metzger, muss man sagen, weil du Fleischermeister gelernt hast. Fleischermeister? Nein, ich war kein Meister. Ich habe lediglich meine Ausbildung gemacht als Fleischer. Und schon während der Zeit habe ich mich entschieden, ich möchte in dem Beruf nicht bleiben. Ich habe nach der Ausbildung nicht mehr in dem Beruf gearbeitet, habe aber dann viele Jahre noch weiter privat geschlachtet in einer Kolonne für den Fleischkonsum, den ich eben selber benötigte. Und du hast am Anfang in einem Schlachthaus wirklich selbst gearbeitet, ne? Ich habe in einer Fleischerei gearbeitet, als Fleischer, Feinkost und Konserven. Also ich habe Wurst hergestellt und Schnitzel und Koteletts. Und innerhalb der Ausbildung musste ich dann auch in den Schlachthof gehen. Okay. Wie war das im Schlachthof? Ja, da habe ich für mich festgestellt, ich möchte in dem Beruf nicht bleiben. Ich habe zum ersten Mal festgestellt, dass die Tierhaltung nicht gut ist. Meine Großeltern kommen vom Land, hatten eine aktive Landwirtschaft gehabt. Also ich kenne es noch mit Tieren, wie sie großgezogen worden sind, wie sie auf dem Land geschlachtet worden sind. Das war überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was im Schlachthof abgegangen ist. Das ist eine Tierquälerei und das schon in den 80er Jahren gewesen, die man in Worte kaum ausdrücken kann. Also kannst du es versuchen? Also auch wenn es schwierig ist wahrscheinlich, aber trotzdem mal, also ich meine, das war ja in den 80ern mehr, sind ja heute schon viel weiter noch, was die ganze Massentierhaltung und diese Industrialisierung da angeht. Also wie war es denn damals? Wir sind heute noch viel schlimmer. Also damals war es so, dass die LKWs gekommen sind auf die Schlachthöfe und direkt hingefahren sind. Heute werden ja die Tiere transportiert und bleiben noch mal 2-3 Stunden auf so einem Ruheplatz stehen, damit sie sich beruhigen und das Adrenalin aus dem Körper rausgeht. Damals sind die LKWs angekommen, die Tiere sind aus den Transportern getrieben worden. Auch damals gab es schon Akkordschlachtung. Das bedeutet, in keiner Kette durfte eine Pause eintreten. Das heißt, die Tiere mussten ganz schnell in die Betäubung rein und einen Haken, damit die Akkordschlachter arbeiten konnten. Ansonsten haben die uns Druck gemacht, weil die Geld verdienen wollten. Dann sind die Schweine vom Transporter getrieben worden, die wollten nicht freiwillig gehen, weil die haben ja auch den Tod gerochen. Und die wurden dann mit Viehtreibern getrieben. Das sind Elektroschockgeräte, die eigentlich auch damals verboten waren, aber die wurden permanent eingesetzt. Wir hatten in Bremen einen großen Schlachthof gehabt, der sich um Schweine gekümmert hat. Das heißt, dort war die Betäubung mit Zangen, Elektrozangen. Das wird heute immer noch eingesetzt, ne? Die Elektrozangen werden immer noch eingesetzt, aber damals, genauso wie heute, wird gespart an allen Ecken und Kanten. Das heißt, die Zangen werden eingesetzt, bis sie nicht mehr funktionieren. Und damals gab es schon viele Zangen, die Probleme hatten. Das bedeutet, man hat die Zange teilweise angesetzt an ein Schwein und man hat gesehen, dass Rauch aufstieg, aber das Schwein quiekte. Und dieses Rauchaufsteigen ist ein Indiz dafür, dass die Zange nicht richtig funktioniert. Der Stromstoß geht nicht durch die Schläfen ins Gehirn rein und setzt die Tiere schachmatt, sondern es verschmort das Tier. Und das ist Tierquälerei. Und weil man auf Akkord arbeitet, hat man die Zange nicht neu angesetzt, sondern hat das Tier durchgewunken, es kippte ja vor Schmerz um und dann wurde es aufgehangen, wurde gestochen mit einem dicken Stab in die Schlagader rein, damit es ausblutet. Das Blut braucht man ja später für Rotwurst, zum Färben der Wurst. Ja, und dann hat man, wenn die Ausblutung stattgefunden hat, oftmals noch Reflexe, Lebendreflexe der Tiere gesehen. Da warst du selbst mit dabei? Da war ich selber mit bei diesem dabei. Prozess dabei. Also wir konnten sagen damals, als ich dabei war, jedes 7. Tier war unbetäubt. Und das ist eine Menge, das weiß ich von Freunden, die heute noch aktiv in die Schlachthöfe gehen, um auch diese Missstände aufzuzeigen. Es hat sich nicht verbessert. Wie bist du damals damit umgegangen? Weil das ist ja also wenn man sowas sieht, ist es ja jetzt nicht gerade einfach, oder? Genau, das war für mich der Auslöser zu sagen, ich kann nicht mehr als Fleischer arbeiten. Ich habe dann nach der Ausbildung auch sofort einen anderen Job ergriffen. Ich konnte es nicht mehr, aber ich war Fleischesser. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Leute, die Fleisch essen, auch wissen sollen, a, wo ihr Fleisch herkommt und b, es auch selber produzieren sollen. Ergo habe ich dann gesagt, damals war Landschlachtung noch erlaubt. Ich kannte viele Landwirte, ich kam ja auch vom Land. Und wenn dann dort geschlachtet wurde, habe ich mit den Kolonnen gemeinsam den Schlachtprozess und die Verarbeitung zur Wurst vorgenommen. Und dann hat man eben seinen Teil davon mitbekommen. Das war für mich absolut normal. Ich wollte es ja auch essen. Dort wurden die Tiere auch noch, humanes Töten gibt es nicht, aber wie wir damals dachten, human oder relativ frei von Schmerzen getötet. Heute ist das für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich weiß bis heute nicht,
oder ich kann es mir nicht erklären, wie ich es damals für mich rechtfertigen konnte. Weil eigentlich, ich habe das Leid der Tiere gesehen und ich habe gemerkt, dass die Tiere Angst vorm Tod hatten. Ich weiß nicht, wer mir das Recht gegeben hat oder woher ich mir das Recht genommen habe, dieses zu vollziehen. Aber ich denke, wir werden als Kinder konditioniert, dass die Ausbeutung von Tieren etwas ganz Normales ist. Ich erzähle in meinen Vorträgen immer sehr gerne, Eltern gehen mit ihren Kindern in den Zoo. Die Kinder sehen die Tiere, die Eltern zeigen, wie schön das ist. Und sagen, guck mal, ein Löwe, guck mal, eine Giraffe. Und ist das nicht niedlich? Und die Kinder registrieren ja gar nicht, dass das ein unnatürlicher Ort ist. Und lernen, ein Tier ist ein Gebrauchsgegenstand. Es wird hinter Gittern gehalten, weil es normal ist. Ergo ist es auch dann mit dem Fleischkonsum. Es wird uns ja konditioniert, dass die Tiere ja nur dafür geboren werden, uns zur Nahrung zu dienen. Ich meine, das ist unnatürlich. Und wir Menschen denken, wir sind die Krönung der Nahrungskette und stehen ganz oben. Und wer sich im Sommer mit nacktem Oberkörper in seinen Garten nicht weiß, an welcher Stelle der Nahrungskette er steht. Ja, aber das ist ein guter Punkt, dass alle, die eigentlich irgendwie Fleisch essen oder Ketogen oder Paleo machen, sich mal drüber nachdenken sollten, wirklich zu sagen, okay, dann muss ich es halt auch wirklich selber töten und nicht nur sagen, ja, ich esse nur das Fleisch, was ich selber töten könnte, sondern auch wirklich den Prozess dann aktiv vollziehen im Zweifelsfall und weil dann essen sie schon automatisch weniger Fleisch. Oh ja, ich habe mit vielen Fleischerkollegen gesprochen, auch welche, die heute noch schlachten. Ja. Und alle haben eine Sache, die ihnen immer schwer am Magen liegt. Okay. Das ist, wenn man Rinder tötet. Okay. Ein Schwein hat einen intelligenten Blick und hat auch traurige Augen. Aber ein Rind weint. Okay. Ein Rind laufen Tränen aus den Augen. Wer das gesehen hat, der hat ein großes Problem zu töten. Und viele Leute, die heutzutage im Schlachthof arbeiten, haben Alkoholprobleme oder Drogenprobleme, um dieses grauenvolle Bild wegzubekommen. Dadurch verrohen sie immer mehr. Sie sehen das Tier auch nicht mehr als Lebewesen, sondern als Ware. Wenn man Bücher liest, dann stellt man fest, dass oft gesagt wird, die Schlachthofmitarbeiter misshandeln die Tiere. Das liegt daran, dass sie die Tiere nicht mehr als Lebewesen wahrnehmen können. Es ist ja ein Verdrängungsmechanismus. Du musst es ja verdrängen, weil sonst kommst du ja, also kann ich mir vorstellen, sonst kommt man ja gar nicht mehr klar mit sich selbst. Nein. Also das geht ja gar nicht, dass man diese Handlung vollzieht und das noch als lebendes, fühlendes Wesen betrachten würde. Das ist ja so eine Dissonanz im Kopf, das geht ja gar nicht. Das ist eigentlich das Gleiche wie ein Soldat, der im Krieg ist. Im Krieg agieren die Menschen ja auch vollkommen anders, als wie sie normalerweise von ihrem Wesen heraus agieren würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch geboren wird mit den Gedanken, ich möchte Frauen vergewaltigen, ich möchte Kinder misshandeln, ich möchte Menschen foltern. Das glaube ich nicht, dass jemand mit diesen Gedanken auf die Welt kommt. Egal wo oder wie. Das macht die Umwelt. Und man wird geprägt. Ja, das geht dann wieder in dieses Richtung posttraumatisches Belastungssyndrom, Stresssyndrom, genau. In die Richtung dann, ja. Genau. Und wenn ich mir überlege, heute in den deutschen Schlachthöfen, und wir sprechen ja jetzt gerade darüber, da holen wir uns Billiglöhner aus Osteuropa hierher, die in Länder nehmen, wo die nicht viel zu essen haben. Die werden von Firmen angeworben, dann wird gesagt, du, pass auf, wir vermitteln die in der Arbeit, du musst die unterschreiben. Dann kommen die nach Europa, nach Deutschland vornehmlich, und hoffen, dass sie Geld verdienen. Sie bekommen bei uns weit unter dem Mindestlohn gezahlt. Die Firma, die sie vermittelt, ist ja meistens in Osteuropa eingetragen. Wir haben ja offene EU-Grenzen. Das heißt, der Betrieb, der sie einstellt, Vion, Wiesenhof, wie sie alle heißen, die zahlen einen normalen Lohn an den Subunternehmer. Ja. Der bezahlt aber nicht den Lohn an seine Mitarbeiter aus. Die Mitarbeiter bekommen kein Krankengeld, kein Urlaubsgeld. Ja, darum arbeiten sie auch krank. Im Vion-Schlachthof, da hat man ja jetzt auch Mitarbeiter gehabt, die mit offener Tuberkulose zur Arbeit gegangen sind, in die Schlachthöfe rein. Das ging vor 3 Monaten durch die Presse. Warum? Die kriegen kein Krankengeld. Wenn sie nicht arbeiten, bekommen sie kein Geld. Und wenn sie länger krank sind, dann werden sie nach Hause geschickt. Und sie verdienen gerade so viel Geld, dass sie überleben können und zu wenig, um zu sterben. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja krasse Zustände. Ich meine, und das ist EU-rechtlich letztlich legal. Naja, wir haben eine offene EU. Ja. In Deutschland haben wir Mindestlohn. Aber und die Leute, die in Deutschland dann in Schlachthöfen arbeiten, müssen keinen Mindestlohn kriegen, weil der Arbeitsplatz in Deutschland ist. Naja, der Arbeitsplatz wird in Deutschland ausgeübt, aber sie sind ja entsendet. Sie arbeiten ja für ein auswärtiges Land und da gilt ja das Landesrecht. Nein, wir können da nichts gegen machen. Das ist ja auch das, was ich in meinen Vorträgen immer sage, dass Massentierhaltung und die Preise, die wir haben, das, was der Verbraucher will, Geiz ist geil, nur auf Kosten der Tiere
und der Menschen geht. Darum möchte ich auch eine Lanze für die Schlachthofmitarbeiter brechen, weil das sind für mich ebenso ganz arme Schweine, wie die Schweine, die letztendlich dann auch gequält werden. Ja. Ich möchte nicht gutheißen, was sie tun. Ich möchte auch, dass das richtig verstanden wird. Ich heiße nicht gut, dass die Tiere von ihnen gequält werden. Ja, aber ich möchte, dass wir uns auch für die Menschen einsetzen. Wir müssen ihnen eine Möglichkeit schaffen, aus diesem System herauszukommen. Ja, das ist ja extrem wichtig, dass die selber eine Perspektive haben und halt nicht sich einfach nur mit Alkohol und Drogen zukippen, um das irgendwie verkraften zu können und irgendwie am Leben zu bleiben, sondern halt selbst den Schritt quasi rauszukommen. Ja, aber gucke doch mal an, wie wir Tierschützer verfahren. Ich weiß nicht, hast du einen Facebook-Blog? Ja, wir haben Facebook auch. Ja. Okay, bei mir wird ja sehr viel über Tierthema gesprochen. Ja. Und sobald ich einen Beitrag poste, kommen die ersten Kommentare, das Gleiche mit denen machen und Todesstrafe. Da erschrecke ich mich. Da erschrecke ich mich, welches Gewaltpotenzial manchmal in uns steckt. Und wenn du jetzt Menschen hast, die letztendlich gezwungen werden, um zu überleben, dort zu arbeiten, denn sie haben ja Verträge unterschrieben, ohne erstmal zu wissen, wo sie arbeiten. Das ist ja auch krass. Ja, also die kommen nach Deutschland, wissen gar nicht, wo sie hinkommen und dann werden sie da ins Schlachthaus gestellt. Die werden angeworben von einer Firma, da wird gesagt, wir vermitteln dir Arbeit in Deutschland. Die wissen noch gar nicht, wo sie arbeiten. Und dann kommen sie in der Regel in Zerlegebetriebe und fangen an zu arbeiten. Und dann schlachten die im Akkord. Im Akkord. Und dann wahrscheinlich auch nicht nur 8 Stunden mit Pause, sondern halt entsprechend Schichten noch länger. Naja, das Schlimme ist ja, selbst wenn sie 8 Stunden arbeiten und Feierabend haben, dann werden sie danach von ihrem Subunternehmer in eine Gemeinschaftsunterkunft gefahren, weil sie haben ja hier keine Unterkunft. Sie können ja auch nichts mieten. Ja? Dann kommen die in eine Gemeinschaftsunterkunft. Wir haben im NDR letztes Mal einen Bericht gesehen, da ging es um diesen tuberkuloseerkrankten Schlachthofmitarbeiter. Der hat in einem Hotel gelebt, ganz in der Ecke, und hat für ein Zimmer, nicht für ein Zimmer, sondern für ein Bett, eine Miete von 700 € bezahlt. In ein 6-Bettzimmer mit einem Gemeinschaftsbad mit mehreren Zimmern zusammen. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn dieser Mensch offene Tuberkulose hat, wie viele der anderen Mitarbeiter ja auch letztendlich angesteckt sein könnten. Ja. Sie können nicht mal zum Arzt gehen, weil sie nicht krankenversichert sind. Sie können die Arbeit nicht einstellen, dann kriegen sie kein Geld. Sind sie länger krank, schickt der Subunternehmer die zurück, weil sie nicht mehr lukrativ sind, denn die können ja nicht mal das Zimmer bezahlen. Das heißt, wenn so ein Schlachthofmitarbeiter im Akkordlohn mit, ich sag mal, 1.400 €, 1.500 € netto nach Hause geht, was sie ja nicht mal kriegen, und noch 700 € für ein Zimmer abdrücken müssen. Wenn das keine moderne Sklaverei ist? Das ist auf jeden Fall moderne Sklaverei, ja. Danke. Also, krass. Wie kam bei dir dann damals der Switch zu sagen, okay, du wolltest dann halt nicht mehr im Schlachthaus sein, weil du es einfach für dich nicht konntest, sehr verständlich, und hast dann selber gesagt, okay, du gehst noch jagen und angeln. Ja. Wie kam dann der Switch zu sagen, okay, auch selbst diesen letzten Tötungsprozess kann ich nicht mehr selber in die Hand nehmen? Also eigentlich war dieses Jagen und Angeln und Schlachten auch auf diesen Landwirten, die ich kannte, für mich absolut in Ordnung. Dann wurde 2005 die sogenannte Landschlachtung, die wir bis dahin betrieben haben, gesetzlich verboten. Und ich war dann nur noch angewiesen, dass ich dann eben in meinem Freizeithaus, wo ich war in Schweden, auch mal jagen konnte oder von den Jägern Fleisch bekommen habe. Aber ich kann ja nicht so viel Fleisch mitnehmen, wie ich dann im Jahr brauche. Das heißt, meine Frau und ich haben dann noch Fleisch zugekauft aus Demeter-Haltung, weil da dachte ich, das ist schon in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ich habe dann im Jahr 2000 schon mal versucht, in eine Tierschutzorganisation reinzukommen, weil als Angler fühlte ich mich der Natur sehr verbunden und habe gesagt, Mensch, wisst ihr was, Tierschützer und Angler, wir müssen doch eng zusammenarbeiten. Wir wollen uns auch für die Natur und für die freilebenden Tiere einsetzen. Ich wurde mit Pauken und Trompeten abgelehnt, ich war ein Tiermörder und habe das eigentlich nie verstanden. Und irgendwann macht es bei mir Klick, wo ich sagte, darf ich eigentlich ein Lebewesen, das leben möchte, das Leben nehmen? Gerechtfertigt habe ich mir das mit dem Verhalten des Raubtieres, das tötet, um zu fressen. Und habe gesagt, okay, was anderes mache ich ja auch nicht. Aber wir sind keine Raubtiere. Ich kenne kein Raubtier, das ein Gefrierfach hat und seine Lebensmittel hortet. Ich kenne kein Raubtier, das trächtige Tiere fängt und sagt, wir nehmen dein Kind und ziehen das groß, bis es auch geschlechtsreif ist und schwängern es, um den Nachschub zu reproduzieren. Das machen nur wir Menschen. Und irgendwann
kam für mich dann der Gedanke im Kopf, der reifte dann immer mehr. Wir waren schon im Jahr 2007, 2008, wo ich sagte, nein, du darfst nicht töten. Dann war ich beruflich im Drittland in Sri Lanka, wo auch Tiere gegessen werden, die wir für unseren Geschmack nicht gut finden. Und ich habe mich damals auch ein wenig engagiert mit Waljachten und alles, was damit zu tun hat. Und dann sagte einer zu mir, du brauchst hier nicht moralisch dich über unsere Art der Tiertötung aufzuregen, wenn ihr die Massentierhaltung habt. Die ist viel schlimmer. Und da habe ich für mich festgestellt, unerheblich, was ich persönlich konsumiere. Ich lebe in einem Land, wo große Tierqual ist. Ich brauche nicht moralisch nach Asien zu gucken oder nach Afrika. Hier muss ich das Problem in den Griff kriegen. Und habe dann das ganze System in Frage gestellt. Und ich habe mich dann im Jahr 2014 dazu entschieden, ich bin angeln gewesen im Urlaub im April 2014 und habe ein Hecht gefangen. Und das ist jetzt trotz meiner Vita wirklich, es war ein Hecht der Auslöser, ein kleiner Hecht, den ich gefangen hatte, so groß. Und der hat sich gewehrt, als ich ihn an Bord geholt habe. Und dann habe ich ihn an Bord gehabt und wollte den Knüppel nehmen, wollte ihn betäuben und töten, wie ich das eigentlich immer mache. Ich wollte ihn ja essen. Und ich guckte ihn in die Augen, womit ich nie ein Problem hatte. Und ich konnte nicht. Ich konnte nicht zuschlagen. Ich habe den Hecht vom Haken befreit, habe ihn wieder ins Wasser gelassen, bin nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau gesagt, Schneidertag, ich habe nichts gefangen. Ich bin dann den ganzen Urlaub nicht mehr angeln gefahren. Ich habe also immer irgendeine Ausrede gesucht, zu viel Wind, zu warm, zu kalt, irgendwas. Ich wollte nicht. Ich habe immer diese Augen des Hechtes bei mir gehabt. So, dann sind wir nach Deutschland zurückgefahren. Eine Woche verging, 2 Wochen vergingen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ich lebe per sofort vegan. Und dann sagte meine Frau, lass uns auch vegetarisch, Käse, Milch. Da sagte ich, geht nicht. Milchproduktion, Eiproduktion ist genauso grausam wie das andere, entweder ganz oder gar nicht. Meine Frau hat mitgezogen, sie ist dann auch vegan geworden. Meine Mutter wohnt in einer Einigerwohnung bei uns. Die ist 3 Monate später mit 72 Jahren dann auch Veganerin geworden. Also es ist nur eine reine Kopfsache. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir ein Produkt konsumieren, das wir eigentlich nicht benötigen, aber damit sehr viel Qual verbunden ist, wenn wir das verinnerlicht haben, dann ist der Umstieg zu einer rein pflanzlichen Ernährung problemlos möglich. Für alle, in jedem Alter. Meine Mutter mit 72 Jahren, du kannst das auch. Wahnsinn, das ist ja schon so eine krasse Geschichte. Und vor allen Dingen, weil Fische sind auch so vernachlässigt, sage ich mal, in der ganzen Debatte auch. Oder werden halt immer so, ja, Fisch können halt keine Töne von sich geben, so wie wir es verstehen zumindest. Was hast du da gefühlt oder was hast du da gesehen, als du dem Fisch in die Augen so geschaut hast? Traurigkeit und Angst. Früher war es für mich immer so, da habe ich gesagt, wenn ich einen Fisch raushole, der Haken ist wie ein Piercing, der Fisch hat ja keine Gefühle. Das wird ja auch von einigen Wissenschaftlern so vermittelt, obwohl wir längst wissen, das ist Unsinn, ein Fisch merkt auch was. Und dann siehst du diesen Hecht, wie er auch mit den Augen spielt und wirklich dich direkt fokussiert. Also es war für mich unglaublich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieses Tier kommuniziert mit mir. Ich konnte es nicht töten, es ging überhaupt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir den Fischen antun, wir sprechen über Massentierhaltung, 70 Millionen Landtiere, Milliarden Landtiere, die jedes Jahr sterben. Ja. Das ist nichts gegenüber den Qualen, den wir den Tieren im Meer antun. Mit einer Schleppnetzfischerei. Und jetzt fühlen wir uns mal vor Augen, die fahren die Netze aus, die Fische schwimmen in die Netze rein, können nicht schwimmen. Das bedeutet, sie können nicht atmen. Denn der Fisch atmet ja durch die Kiemen. Und er braucht dazu in der Regel auch Bewegung, dass auch Wasser durch die Kiemen fließt. Wenn er im Netz drin hängt, funktioniert nichts. Es dauert eine Zeit, der ersäuft. Ein Fisch ersäuft. Und dann gibt es den Hub, wo der Fisch an Bord gezogen wird. Tonnen, die hintersten Tiere, die noch leben, die werden gequetscht, die werden zerquetscht. Und die anderen Tiere, die das Pech haben, lebend an Bord des Kutters zu kommen. Die werden doch nicht getötet. Die Schlachtverordnung besagt, dass jedes Tier einzeln vor der Tötung betäubt werden muss. Das geschieht in der professionellen Fischerei nicht. Die haben die Zeit nicht dazu. Die nehmen die Fische und schubsen die in ihre Behälter rein, die ersticken an Land. Und einige werden direkt an Bord verarbeitet, lebendig, die werden nicht getötet. Da machen wir uns keine Gedanken drüber, weil die Fische nicht schreien und keine Lobby haben und keiner von uns an Bord ist und alle denken, der gute Onkel Iglo geht da raus und die kommen als Fischstäbchen rein. Nein, das ist die größte Qual, die es gibt. Fisch leidet mehr
als das, was wir den Schweinen, den Hühnern oder den Rindern antun. Der einzige Unterschied ist, sie haben bis zum Fang noch gut gelebt. Und da macht es ja auch keinen Unterschied jetzt rein für den Fisch, ob das jetzt eine nachhaltige Fischerei ist, nachhaltige in Anführungsstrichen, weil die gibt es ja eigentlich auch nicht, weil 2050 sind die Meere leer, wenn es so weitergeht, oder konventionelle Fischerei. Also das ist ja... Genau, also für den Fisch bedeutet es keinen Unterschied. Der Unterschied zwischen kommerzieller Fischerei und den Hobbyangler. Und ich möchte eine ganz kleine Lanze für die Angler brechen. Ich bin selber Angler gewesen. Ich arbeite auch im Tierschutz viel mit Anglern zusammen, wo wir auch Gewässerreinigung machen. Sie fangen ihren Fisch für den Eigenkonsum. Das heißt, er wird mit einem Haken rausgeholt, der Fisch wird gefangen, getötet und gegessen. Nicht überflüssig. Ich heiße das nicht gut, aber es ist immer noch humaner als in einer Massenfischerei. Ja. Und man hat nicht die 5 Kilo Beifang, die in der Massenfischerei noch mit anfallen, die eigentlich gar nicht genutzt werden. 70% des gesamten Fischfangs gehen wieder zurück ins Meer. Tot. Ja, genau. Ja? Und jetzt eine weitere Perversität. Der Mensch ist ja nur kommerzorientiert, geldorientiert. Haifischflossen. Haifischflossen bringen richtig Geld. Der Hai selber wird ja kaum verarbeitet. So, jetzt fährt ein kleines Boot mit einheimischen afrikanischen oder asiatischen Menschen auf den Ozean rauf und fängt Haie, weil sie die Flossen haben wollen. Wie viele Haie können die in ihr Boot mitnehmen, bis sie an Land fahren? 2, maximal 3. Was machen die also? Die schneiden den Fisch einfach die Flossen ab, nehmen die Flossen mit und schmeißen den Hai über Bord. Weil von den Flossen können die 120 mitnehmen oder 130. Ja? So, dann haben die festgestellt, ich habe den Hai am Haken an, einen riesen Haken. Was glaubst du, wie gefährlich das ist, den Hai vom Haken zu lösen? Der schnappt das sofort um sich und... Also, zack, Flossen abgehauen mit einer Machete und fertig. Ja, und dann wird der Hai nicht mal getötet. In der Regel wird der Haken nicht mal groß rausgezogen, sondern gekappt und neuer Haken präpariert. Das und dann auch wieder mehr. Dann geht er lebend runter, ohne Flossen. Also er kann nicht einmal schwimmen, er kann sich nicht mal wehren und wird bei lebendigem Leib verspeist. Geld. Ja, Wahnsinn. So krass, die Geschichten, das ist echt übel, was wir da anrichten. Wie bist du denn dann dazu gekommen, zum Aktivisten zu werden? Also auf Facebook machst du regelmäßig Live-Übertragungen von deinen Vorträgen und wenn du irgendwann in irgendwelchen Veranstaltungen teilnimmst, du hast dieses Jahr schon wie viel? 13 Vorträge allein gehalten hast? Heute mein 14. Heute den 14. Wir sind jetzt am 5. Mai oder 4. Mai diesen Jahres, 2019. Und hast auf Facebook ja erreichst du regelmäßig so 18.000 Likes hast du da und erreichst mehrere 100 bis 1.000 Menschen da regelmäßig. Also ich habe eine Reichweite im Moment. Im letzten Monat hatte ich 128.000 Menschen erreicht. Das ist also eine ordentliche Zahl. Ja. Da bin ich eigentlich auch ganz, ganz stolz drauf. Danke an meine ganzen vielen Follower und teilt fleißig und gib mir noch mal ein Like dazu. Kann ich gut gebrauchen. Denn je mehr auf das Tierleid hingewiesen werden, umso mehr wird darüber diskutiert. Und es kam mir auch in den Vorträgen vor, von André, der hat das ja, glaube ich, gesagt, wenn wir 10% der Bürger bekommen, die Widerstand leisten gegen diese Tierausbeutung, dann wird auch die Politik reagieren. Ja. Denn nur über öffentlichen Druck reagieren die Politiker. Ja, der Aktivismus. Für mich ist ja sehr wichtig, dass man auf die Straße geht. Ich hatte nie damit gerechnet, dass ich überhaupt meinen eigenen Facebook-Kanal mache. Ja. Eigentlich bin ich nicht so der Extrovertierte. Das Ganze ist eher ein Zufall entsprungen. Ich hatte immer mich darum gekümmert, dass man sagt, eine Kampagne muss ordentlich und konsequent durchgezogen werden. Bedeutet, im Bereich eines Zirkus, die mich letztendlich dann auch zur Facebook-Seite gebracht haben, es bringt nichts, wenn du in einer Stadt innerhalb von 4 Wochen 5 Zirkusse hast, wo jeder Zirkus 3 Wochen bleibt, wenn du vor jedem Zirkus einmal gestanden hast. Sondern ich denke, es bringt mehr, vor einem Zirkus zu stehen und dann 3-mal hintereinander. Ja, damit du Aufmerksamkeit erregst und auch der Zirkus merkt, da kommt ein Widerstand. Ich möchte, dass in meiner Stadt, wo ich wohne, ein Zirkus nicht mehr kommt, weil er weiß, ich kriege eine Mahnwache und ich habe Probleme. Und ich stehe für pazifistischen Widerstand. Ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Ja. So, und dann habe ich eine Annonce gelesen, Circus Voyage, die größte Tiershow Deutschlands. Und bin mit einem Aktivistennetzwerk in Verbindung gekommen, die schon im Vorfeld in anderen Städten versucht hatten, an Circus Voyage gewisse Dinge bezüglich der Giraffentransporte zu dokumentieren. Und die hat mich dann gebeten, kannst du da aktiv werden? Parallel dazu hatte mich eine Tierschutzorganisation, mit der ich nie was zu tun hatte, gefragt, ob ich eine Mahnwache organisieren kann, weil ihre Aktivisten nicht können, und die hatten schon Presse eingeladen. Das war in Oldenburg. Ich stand in Oldenburg, weil ich 24 Stunden vorher erst Bescheid bekommen hatte, vor dem Problem, meine erste Veranstaltung anzumelden.
viel zu spät, konnte ich durchkriegen, Aktivisten zu organisieren. Wir standen mit 5 Leuten vor dem Zirkus, haben dann gesagt, wir machen keine Mahnwache, sondern wir flyern, machen eine Flyer-Aktion, eine Aufklärungsaktion. Die lief mega klasse. Und dabei habe ich dann gesehen, wie beschissen es aus meiner Sicht den Tieren dort ging. Ich habe die Giraffen gesehen, die permanent an den Zeltplanen gelutscht hatten und sagte, an den Zirkus bleibe ich dran. Und habe ein Nilpferd gesehen, das dort gehalten wurde. Ein Nilpferd in Deutschland, Nilpferd, Flusspferd. Ja, es ist traurig zu sehen. Und habe gesagt, an diesem Zirkus bleibe ich dran. Die nächste Woche hatten wir über 20 Leute bei der Mahnwache gehabt. Und das war im Juli 2017. Und dann hat der Zirkus von mir bis Dezember jede Woche eine Mahnwache gekriegt. Ausnahme war eine Woche in Wilhelmshaven, weil ich da zu wenig Aktivisten hatte. Da hatten wir dann eine Woche Pause gemacht. Ansonsten jede Woche haben die eine Mahnwache gekriegt. Ich habe alle Tierschutzorganisationen, die ich kannte, angeschrieben, habe gesagt, hey, wir sind in eurer Stadt, wir brauchen eure Unterstützung. Und habe auf dem Banner dann die Logo von allen teilnehmenden Tierschutzorgas gesetzt. Weil es soll ja nicht die Sache eines einzelnen Egos sein, der sagt, ich mache die Mahnwache, sondern wir wollen ja zusammenhalten. Und letztendlich sind wir doch alle gegen die Wildtiere im Zirkus. Und dann habe ich Arriva mit an Bord gekriegt, dann habe ich das Tierheim Süderstraße mit an Bord gekriegt, dann habe ich Animals United mit an Bord gekriegt, ich habe Voice for the Voiceless an Bord. Ich kann die Orgas alle gar nicht aufzählen, BMT, und alle haben mitgemacht. Und alle haben ihr Logo in dem Banner gekriegt, das ich auf Facebook gepostet habe. Und die Freundschaftsanfragen auf meiner Seite wurden immer mehr. Und dann hieß es irgendwann, ich kann keine Freunde mehr annehmen. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt eine öffentliche Seite. Ja. Das war der Auslöser der öffentlichen Seite. Und dann wurden die Medien aufmerksam. Dann kam erst eine Zeitung, dann kam ein Fernsehsender. Und irgendwann im Oktober meldete sich eine Reporterin bei mir und sagte, du Peter, ich habe mal eine Frage. Wir möchten gerne mal Aktivisten, die Undercover filmen oder was filmisch dokumentieren, begleiten. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Zirkus Voyager nicht nur bei den Mahnwachen organisiert, sondern ich habe den Zirkus 3-4 Mal die Woche außerhalb der Öffnungszeiten besucht und von öffentlicher Straße aus gefilmt, was mir ins Auge fiel. Ich habe deren Transporte dokumentiert, zum Beispiel, dass für eine Entfernung von 20 Kilometer die Tiere über 24 Stunden in Transportwagen stehen mussten, weil die ja die Zelte und die Gehege abbauen mussten. Ja, und dann war im Oktober eine Reporterin dabei, die hatte mich begleitet. Ich habe ihr gesagt, das wird eine lange Nacht. Nach 30 Stunden hat die Reporterin aufgegeben, war kaputt. 40 Stunden hat die Observierung gesamt gedauert. Das ging über das Y-Kollektiv dann in die Öffentlichkeit im Januar. Das war gerade draußen. Wir hatten alle nicht gedacht, dass diese Bilder gut sind. Auch unsere gute Reporterin nicht. Die hat auch den Zirkus gefragt und sagte, okay, ist eine Story unter vielen. Und sie rief mich auch am Tag der Ersterscheinung an und sagte, das Morgenmagazin hat sich gemeldet, möchte berichten. Dürfen die? Und da habe ich noch meine Einwilligung unterschrieben, Nutzung am Persönlichkeitsrecht und. Ja, und dann hat das Morgenmagazin berichtet, dann kam der Stern darauf zu, hat gefragt, wir wollen ein Interview machen. In dem Stern-Interview bin ich ja natürlich auch zu Ron Kalli gefragt worden und auch zum Zirkus Krone. Habe in diesem Stern-Interview dann eine Aussage getätigt, die ich jetzt hier nicht wiederholen darf, meine persönliche Meinung zum Zirkus Krone und bin daraufhin mit einer Unterlassungsverfügung konfrontiert gewesen, wo ich nach wie vor der Meinung bin, freie Meinungsäußerungsrecht und mein persönliches Empfinden, was auch andere schon publiziert haben. Aber ich wurde verklagt, ich bin gegen angegangen, habe in der ersten Instanz in Hamburg verloren. Der ganze Kram hat mich 5.000 € gekostet. Ich hätte jetzt die Möglichkeit der Revision gehabt, habe dann aber überlegt, ist diese Aussage es wert, ein Prozesskostenrisiko letztlich einzugehen bis zum Bundesverwaltungsgericht und habe mich entschieden, nein, das mache ich nicht. Das ist die Aussage nicht wert, denn tatsächlich fühlte sich der Martinezzi persönlich angegriffen. Und da muss ich auch sagen, Mr. Lazy, wir haben ja auch schon persönlich drüber gesprochen. Natürlich war mein Angriff nicht gegen Sie persönlich. Wir haben uns ja auch gut unterhalten. Und ich weiß, dass Sie Ihre Tiere lieben, steht für mich vollkommen außer Frage. Aber meine Form der Tierhaltung ist nicht identisch mit Ihrer oder mit deiner. Von daher, dahingehend alles in Ordnung. Ich möchte aber auf das Leid der Tiere hinweisen. Und mit dieser Klage, die der gute Martinezzi erwirkt hat, ist mein Kanal von 4.000 Followern auf 10.000 Follower gestiegen. Er hat mir also eigentlich gut in die Karten gespielt. Schön Publicity gebracht. Große Publicity gebracht. Während der Zeit hat sich dann ein Zirkus Granada aufgebaut, die uns körperlich angegangen sind, die einer Aktivistin mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen haben, die ins Krankenhaus kamen. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Verhandlung in Bremen gehabt, wo der Zirkusdirektor wegen Körperverletzung, wegen Ohrfeigen, zu 40 Tagessätzen verurteilt wurde. Der Schwiegersohn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, das war der mit der Dachlatte, im Juni verklagt, öffentlich.
Natürlich ist das auch Publicity, ganz deutlich. Wir wehren uns nicht. Der Zirkus beweist ja, wie sie mit ihren Tieren umgehen, wie gewaltbereit sie sind. Das hat uns auch nach vorne gepusht. Ja, und dann kam eben dazu die Kampagne, die ich als Fleischer gemacht habe, mit 5 Freunden zusammen, 5 ehemalige Leute mit Fleischerhintergrund, die dann gesagt haben, wir machen eine Kampagne. Hashtag ich bin dabei. 5 Metzger gegen Tiermord. Wenn ich mich ändern kann, dann kannst du es auch. Das war die Kampagne, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Die hat innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Gefällt mir gekriegt auf Facebook. Daraufhin ist Utopia aufmerksam geworden. Der Stern Neon ist aufmerksam geworden, hat berichtet. Das ging viral ab, wie man so schön sagt. Ja, und das ist eine super klasse Kampagne, die langgelaufen ist. Somit hatte ich die Zirkuskampagne, habe jetzt die Klagen mit dem Zirkus Granada. Ich habe diese Ich bin dabei Kampagne. Und natürlich sind ja alle Leute aufmerksam geworden. Ich habe Shitstorm auf meiner Seite gehabt von Zirkusfreunden, von Fleischfreunden. Ich habe in Münster letztes Jahr demonstriert, Schlachthöfe schließen mit Arriva und habe deutlich meine Meinung gesagt. Ich stand vor dem Bion-Schlachthof und an dem gleichen Tag habe ich von so vielen Fleischessern auf einmal einen Shitstorm auf meiner Seite gekriegt, woher die auch immer meine Seite hatten. Aber stimmt, ist klasse, dass ihr mich gut finden könnt. Ich habe ein gutes Google-Ranking. Danke für eure vielen tausenden Klicks. Ja, aber das ist natürlich alles das, was auch Öffentlichkeit bringt. Und ich merke, die Meinung kommt an. Und natürlich gibt es dann auch viele Seiten, die versuchen, einen bewusst fehl zu interpretieren oder in Aussagen hineinzulegen, die man so gar nicht gesagt hat und mangelnden Sachverstand darzulegen. Sie verstehen unter mangelnden Sachverstand eine andere Meinung. Das ist so viel zum Thema Toleranz. Das ist ein Unterschied. Absolut. Ja, krass. Was war der Hintergrund dann bei dieser Metzger-Kampagne letztlich? Oder was habt ihr da gemacht mit den anderen? Also es war 5 war der insgesamt. Wir waren 5 insgesamt. Der Kontakt ging eigentlich los mit meinem Freund Phil Hörmann. Phil Hörmann ist im letzten Jahr bekannt geworden, weil er auch für Soko Tierschutz dreht, hat in Düren gedreht und das wurde dann auch in der Bildzeitung berichtet. Also hat viele Undercover-Aufnahmen gemacht. Jetzt sicherlich nicht mehr, weil er bekannt ist, aber Phil ist immer noch aktiv als Filmer und ist ein Freund geworden. Wir haben Online-Kontakt bekommen, weil wir durch die Aktivitäten zwangsläufig Berührung miteinander bekommen haben. Und hatten dann festgestellt, er Fleischer, ich Fleischer. Ich habe als Beruf auch Maurer gelernt. Er kommt auch aus dem Bauhandwerk. Und so hatten wir immer mehr Parallelen festgestellt und kamen dann auf die Idee und sagten, warum können wir nicht mal unsere Geschichte nehmen für eine Kampagne? Ja, und so kam irgendwie dann auch der Kontakt zu unseren anderen 3 Freunden, 2 aus der Schweiz und der Thomas dann noch aus dem Berliner Großraum, wo wir dann sagten, weißt du was, wir reden nicht, wir machen jetzt einfach per Handy ein Statement, warum ich nicht mehr als Fleischer arbeite, sondern Veganer bin. Und jeder hat 1 Minute Zeit, maximal. Und es wurde kein Skript erarbeitet, sondern die einzige Formel war, dass wir beginnen, ich bin ehemaliger Fleischer und heute Veganer und zum Abschluss, wenn ich mich ändern kann, kannst du es auch. Alles dazwischen war improvisiert. Niemand wusste, was die anderen aufnehmen. Das war im Dezember, dass wir das gesagt hatten. Wir haben uns die Videos zugeschickt, wir wussten nicht, was die anderen sagen und es war toll. Wir haben alle 5 zwar die gleiche Stoßrichtung genommen, aber ganz andere Aussagen getätigt. Und dann haben wir dieses Video zusammengeschnitten und hatten gedacht, naja, erreichen wir 1000 vielleicht mit unseren Quellen, weil ich eine große Seite habe, der Phil und die anderen Kollegen auch in der Schweiz, Tom und Ricardo und Thomas. Vielleicht erreichen wir 5000 Leute mit unseren ganzen bekannten Quellen. Ja, und dann ging das ab wie ein Zäpfchen. Und das wurde eine riesengroße Kampagne, wahrscheinlich, weil das Video auch nur semi-professionell gemacht wurde. Glaubwürdig. Und interessant war, das war das Tollste, der Stern hatte bei mir angerufen und gefragt, sag mal, das ist doch fake. Ihr habt doch mit Fleisch überhaupt nichts zu tun. Und da habe ich gesagt, Moment, ich nehme mein Telefon, ich rufe meine Freunde an, ich melde mich in einer halben Stunde. Ich konnte leider nicht alle erreichen, ich habe innerhalb von einer halben Stunde dann die Meisterbriefe hingeschickt und Verträge, somit konnte der Stern bestätigen, wir haben schon von 3 Leuten dieser 5 definitiv den Fleischer-Hintergrund schriftlich nachgewiesen. Ich zählte ja dann auch dazu und das ist natürlich sehr wichtig. Weil es wird dann ja einen gerne unterstellt, Fake. Ja. Und Stern ist seriös. Krass, das ist ja Wahnsinn, was ihr da damit erreicht habt. Und allein diese Message, dass 5 Metzger halt vegan sind, weil die sind ja wirklich dran und sehen ja die Tiere und kriegen mit, was da passiert letztlich. Ne? Richtig. Ich habe einen sehr guten Follower auf meiner Seite. Das ist der gute FDP-Abgeordnete Gero Hocker.
der ja nun sich mit den Anglern ins Bett gelegt hat und die Anglerinteressen vertritt und große Klagen versucht, oder nicht Klagen, sondern Anstrengungen bringt, Peter zu bekämpfen. Ja, ich bin jetzt kein großer Freund von Peter, die sind mir auch in vielen Dingen so radikal, aber wir brauchen sie, weil sie die Finger in die Wunde legen. Und Gero Hocker fordert jetzt tatsächlich allen Ernstes die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Tierschutzorganisationen, die Undercover-Videos verarbeiten. Ja. Genau, jetzt muss man... Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, auf die Undercover. Dann mache ich da mal einen Break und ich beantworte gleich. Ja. Nee, aber lass uns da ruhig weiter erstmal reingehen und später auf die Undercover-Aufnahmen kommen. In Ordnung. Wie aktuell ist es und wie weit fortgeschritten ist diese Kriminalisierung der Tierschutzorganisation? Oder diese die Lesung hat ja schon stattgefunden im Bundestag. Ja. Der Gero Hock hat ja die Möglichkeit gehabt, mit dem FDP-Verband, er war ja nicht alleine der Unterzeichner, sondern auch weitere FDP-Mitarbeiter, wozu man sagen muss, viele haben auch einen Jagdhintergrund, haben diesen Antrag reingebracht und haben gesagt, Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Es kann doch keine Organisation Gemeinnützigkeit haben, wenn sie gegen Gesetze verstößt, denn die brechen doch in Ställe ein. Brechen die in Ställe ein, ist jetzt meine tatsächliche Frage. Wenn der Gero Hocker sagt, und das hat er auf seiner Seite getan und ja auch bei mir auf meiner Seite geschrieben, dass das ja ein Einbruch ist und dass die Überprüfung und die Einhaltung der Gesetze dem Staat unterliegt. Da gehe ich mit Herrn Hocker auch einwandfrei konform, überhaupt keine Frage, wenn Sie es denn überwachen. Eine kleine Anfrage, interessanterweise ebenfalls von der FDP, hatte belegt, dass die Stallkontrollen im Bundesschnitt alle 18 Jahre stattfinden. Alle 18 Jahre wird so ein Hof kontrolliert. Was? Ja, das war eine Anfrage, die im letzten Jahr publiziert wurde. In Bayern sogar nur alle 42 Jahre. In guten Ländern, wo eine enge Kontrolle ist, alle 3 Jahre. Aber im Bundesdurchschnitt alle 18 Jahre wird ein Stall kontrolliert. Dürfen wir da von Kontrollen sprechen? So, und solange diese Politiker es nicht in den Griff kriegen, eine vernünftige Kontrolle der Stallhaltung zu gewährleisten, brauche ich mich nicht über die Aberkennung von Gemeinnützigkeiten von den Institutionen zu beschweren, die letztendlich dem Staat zur Hilfe leisten und den Tieren eine Nothilfe geben. Denn im Gesetz ist dem Tier ein Tierschutz garantiert worden, ein Tierrecht. Ja? Und wenn du Zeuge einer Straftat wirst, dann gibt es den Nothilfeparagraphen, dass du einschreiten darfst. Ja. Nichts anderes tun diejenigen, die in einen Stall eindringen. Und es ist kein Einbruch. Ein Einbruch juristisch setzt eine Aneignungsabsicht voraus. Keiner, der dort eindringt, hat eine Aneignungsabsicht. Aber die wollen sich doch Bildmaterial aneignen. Wissen, stimmt. Und Wissen. Stimmt. So, und natürlich ist es so, dass die Fleischlobby ein großes Problem hat. Die Fleischlobby investiert wahnsinnig viel Geld in eine Werbung. In eine Werbung, um uns ein Bild zu produzieren, das nicht der Realität entspricht. Da sieht man Butterwerbung, wo Kühe auf der Weide grasen. Wir wissen doch ganz genau, dass die Kuh nicht daherkommt. Kein Minister kommt auf die Idee zu sagen, hey, liebe Butterfirma XY, das ist Verbrauchertäuschung. Ja. Aber wenn eine Firma kommt, die sagt, ich habe veganen Käse, ist das eine Verbrauchertäuschung. Ja. Warum? Jetzt geht die Politik so weit und sagt, die Veganer dürfen nicht mal mehr den Namen Burger nutzen. Was bedeutet denn Burger? Burger heißt doch nichts weiter als Brötchen mit Füllung. Ja. Da steht ja nicht mal was von Fleisch. Ja. Ja? Aber die Fleischbranche hat so viel Angst, weil der Veganismus so stark am Kommen ist, dass selbst Großunternehmen wie Wiesenhof versuchen, vegane Produkte zu machen. Oder McDonald's mit einem veganen Burger. Ja. Für Einsteiger sicherlich eine Alternative. Für mich als eingefleischten Veganer ist das ethisch nicht vertretbar, dass ich diese Firmen unterstütze. Aber als Einsteigehilfe ist das okay. Ja. Worauf ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, sind die Tiertransporte, die du angesprochen hast, weil du warst ja selbst in den Ställen und hast Undercover-Aufnahmen mit einer kleinen Kamera gemacht. Ja. Was war denn da so dein einschneidendstes Erlebnis, was du hast? Also du hast gerade Tiertransporte angesprochen, darum gehe ich da mal ein. Ja. Man muss ja erstmal verstehen, wie die Tiere überhaupt transportiert werden. Die Tiere werden ausgestallt, so nennt der Landwirt das. Das heißt, Geflügel kommt in Kisten rein, Plastikkisten mit Schlitzen. Und da geht ja nicht ein Geflügel in eine Kiste, sondern da kommen ja 6, 7, 8 Geflügel in eine Transportbox rein. Das heißt, sie werden reingeworfen. Es geht ja auf Zeit. Die werden geworfen. Was meinst du, wie oft da Flügel brechen oder die Beine, wenn die da reinkommen? Es interessiert keinen. Es geht auf Akkord.
Schweine werden getrieben in die Transporter, Rinder auch. Dann werden die abtransportiert vom Landwirt in eine Genossenschaft. Sie werden von der Genossenschaft auf andere Wagen umgeladen, sie werden also rausgeholt und neu verladen. Und dann kommen sie erst an den Schlachthof, wo immer der ist. Es kann sein, dass Tiere aus Norddeutschland nach Süddeutschland zum Schlachten gefahren werden und andersrum. Je nachdem, wo gerade der Käufer sitzt. Die Tiere sind teilweise, bis sie am Schlachthof kommen, 20 Stunden unterwegs. Selbst in Deutschland, auch wenn die Fahrt nur 8 Stunden dauern soll. Aber durch die Umladung fällt das ja oftmals gar nicht auf. Ja, die werden wirklich stundenlang transportiert. Und wir hatten im letzten Jahr einen richtig heißen Sommer. Jetzt fährt der LKW los am Tag. Nehmen wir mal eine 4-Stunden-Tour, die ist ja nicht so lang. Was glaubst du, wie heiß das im Wagen wird? 40, 45 Grad. Ja. Und die Tiere haben keine Chance, die stehen dort. Die versenken sich ihren Pelz. Ja, der Fahrtwind. Aber ganz ehrlich, es ist ein Witz. Ja? So, dann stehen die und machen Pausen, weil die ja noch ihre 2-3 Stunden Pause brauchen, dass die Stresshormone rausgehen. Die will ja kein Mensch haben. Wir wissen ja, dass die Stresshormone ungesund sind. Die stehen oftmals in der prallen Sonne. Ich kenne nur wenige Schlachthöfe, wo die Ruheplätze schattig sind. Die stehen in der Hitze, die werden vorgegart bei lebendigem Leib. Und dann kommen die in die Schlachtung rein. Die riechen doch den Tod. Wo sollen denn die Stresshormone sein? Die sind im Fleisch drin. Liebe Verbraucher, ihr esst sie. Ja, das ist für mich katastrophal. Und dann haben wir in Deutschland eben dadurch, dass 50 Milliarden Euro aus dem EU-Topf jedes Jahr in die Intensivlandwirtschaft gebuttert wird. Allein in Deutschland? In Europa. In Europa, 50 Milliarden. Das ist 50% des ganzen EU-Topfes, damit wir eine Summe haben. 50% des gesamten EU-Etats werden in die Intensivlandwirtschaft gestoppt. Das ist genau der Grund, warum Länder wie Belgien, Holland, Deutschland ihre Tiere transportieren nach Marokko, nach Kirgisistan, in die Türkei rein, weil wir hier die Tiere billiger produzieren, als sie in ihren eigenen Ländern. Und wer das Lohnniveau kennt, der müsste doch eigentlich mit logischem Menschenverstand sagen, kann nicht sein. Wer die Flächen kennt, muss auch mit dem menschlichen Verstand sagen, wie soll das funktionieren? Das sind EU-Subventionen. Und dann werden die Tiere transportiert. Und in der Zwischenzeit gibt es Tierärzte, die sagen, ich fülle die Tiertransportbescheinigung nicht aus, weil es ist definitiv so, dass die Tiere auf den Transport nicht nach Gesetzen konform transportiert werden können. Ja, es werden Stationen nachgewiesen, wo die Tiere entladen werden, gesetzesmäßig nach den 8 Stunden Transport und 24 Stunden vom Transporter runtergehen. Aber die Praxis zeigt, dass die Tiere durchtransportiert werden. Sie werden nicht entladen. Sie stehen teilweise tagelang an den Grenzen in brütender Hitze ohne Getränke. Die krepieren teilweise auf den Transporter. Und wenn die dann in ihren Bestimmungsländern ankommen, werden die getötet. Nach deren Riten. Ich möchte keine politische Diskussion auslösen, aber kann ich dir deutlich sagen, das Schächten ist eine grausame Tötungsart. Ja. Unsere Tötungsart übrigens auch. Deswegen will ich jetzt keine religiöse Diskussion auslösen, weil das wird leider politisch heutzutage missinterpretiert. Ja. Aber wir haben keinen Eingriff auf die Tiere. Die Tiere werden getötet, um von einer Hölle in die andere zu kommen. Ja, und zusätzlich töten wir auch noch die Hühnchen beispielsweise in Deutschland und exportieren sie nach Afrika, wo dann die Bauern letztlich, die es dort eigentlich produziert hätten, vielleicht noch am Ende pleite gehen und dann nach Europa einwandern. Ja, noch viel perverser. Wir holen 45% des gesamten Weltgetreides in die Massentierhaltung rein, plus 85% des Weltzuckers. Das bleibt beim Getreide. Getreide kommt vornehmlich aus Afrika. In 80% der Länder, wo Hunger herrscht, wird ein Nahrungsüberangebot produziert. Nur das wandert leider als Futtermittel hier in Europa oder in Amerika. In Afrika verhungern die. Wir machen unsere Hühner groß, aber in Deutschland und in Amerika wollen wir nur die Brust und den Schenkel. Den Rest verwerfen wir. Das packen also die Hühnerproduzenten und schicken das nach Afrika und unterbieten den Preis, den die lokalen Bauern bekommen können. Das bedeutet, wir machen sogar noch die Bauern in deren Ländern kaputt, dass sie ihre eigenen Hühner nicht großziehen können, weil wir den Preis unterbieten, weil das Abfälle sind für uns. Und wie du sagtest, wenn du die Eilegeproduktion nimmst, da werden die männlichen Küken getötet, gleich am Tag der Geburt. Ja. Vergast oder geschreddert. Ja? In der Hähnchenproduktion kennt man kein Sexeln. Da gibt es Männchen und Weibchen, das ist vollkommen egal. Denen ist das Sättigungsgefühl abgezüchtet, die werden auf Masse gezüchtet. Das heißt, da hat ein Hähnchen mit 30 Tagen ein Kampfgewicht von 1600 Gramm.
Das hört sich viel an. Aber 30 Tage ist es jetzt von so einem kleinen Küken. Genau. Dazu muss man wissen, ein Hähnchen lebt normalerweise 6 bis 7 Jahre und erreicht ein Gewicht von 1200 Gramm. Das heißt, mit 30 Jahren, das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Krass. Ja? Und das ist das Perverse. Welche Qualität soll denn in dem Fleisch stecken? Ja. Das ist ein Hormoncocktail, den wir zu uns nehmen. Es hieß doch früher mal, wenn du erkältet bist, ess eine Hühnersuppe. Ja klar, da steckt so viel Antibiotika drin, ihr werdet gesund. Ja. Nur irgendwann habt ihr multiresistente Keime und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. So krass. Und bei den Undercover-Aufnahmen, wo du jetzt wirklich direkt mit der Kamera dabei warst, in den Ställen und so weiter, kannst du da nochmal 1, 2 Situationen beschreiben, die du erlebt hast? Naja, ich bin früher undercover reingegangen. Ja. Das ist aber nicht so, dass ich mir einfach einen Hof ausruhe und sage, jetzt gehe ich da rein. Sondern in der Regel liegt 1 bis 1,5 Jahre Vorrecherche drin. So niemand möchte, und darum möchte ich ganz deutlich sagen, ich distanziere mich von den Trittbrettfahrern, und davon gibt es nur ganz wenige, die aus Abenteuerlust in einen Stall reingehen. Ein Tierrechtler, und ich bin nicht Tierschützer, ich bin Tierrechtler. Ein Tierrechtler geht nur in einen Stall rein, den er recherchiert hat. Und Friedrich Möllen hat gesagt, er hat in seiner Recherche 100% Trefferquote. Und das stimmt. Warum? Man kriegt die ersten Hinweise auf Missstände in Stallungen. Dann fängt man an zu recherchieren. Man guckt, wie viele Transporter dort sind, wie die Umsätze sind, wie hoch der Tierbestand ist und kann ja allein an den Umsätzen und dem Tierbestand schon einiges nachvollziehen. Man guckt, wie viele Kadavertonnen draußen stehen, wie oft die Kadavertonnen abgeholt werden. Man guckt auf den Mist, der rauskommt. Man recherchiert im Vorfeld ganz, ganz extrem. Und je größer die Organisation, umso mehr Aktivisten, umso schneller geht die Recherche. Und je kleiner man das macht, umso länger dauert die Recherche. Und erst wenn man sich nach all diesen ganzen Sachen, die man recherchiert hat, sicher ist, da stimmt etwas nicht. Dann versucht man sogar auch noch mit Leuten aus den Bereichen Kontakt zu kriegen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man auf dem Land ist und man geht nur mal in eine Dorfkneipe rein, was man an Informationen kriegt. Alkohol lockert bei vielen die Zunge. Und dann sagt man, da ist wirklich was nicht in Ordnung. Und dann geht man abends rein. Und bevor man in einen Stall geht, wird eine Hygienevorschrift eingehalten. Man geht nicht mit Zivilkleidung rein, sondern man zieht sich direkt vom Stall um, damit man keine Keime reinträgt in den Stall und auch sich selber nicht infiziert. Denn es ist nicht gesund, in die Stallung zu gehen. Und man darf natürlich auch keinen Lärm machen und man darf auch kein Licht machen, weil man darf die Tiere auch nicht erschrecken. Heutzutage, wenn ich in einen Stall reingehe, der voller Schweine ist, ist das eine ganz, ganz große Gefahr auch für die Schweine, denn die sind so gezüchtet, dass sie bei einem großen Schreck tot umfallen. Also man muss wirklich aufpassen, also mal in einen Stall zu gehen, in einen großen Stall mit Schweinen und man klatscht mal ganz unvorhergesehen in die Hände, dann kann man auch schon Schweine kippen sehen. Also man muss vorsichtig sein. Ganz so gut ist es nicht. Es gibt einige Landwirte, die noch Schweine haben, wo ein bisschen Platz ist, die sind nicht ganz so schreckhaft. Aber man muss vieles bedenken, auch die Hygiene. Und wenn man dann filmt, dann sieht man Tiere mit Abszessen. Man sieht Tiere, die sich die Ringelschwänze abknabbern, sofern sie nicht kopiert sind. Darum kopieren ja auch viele Leute die Tiere. Man sieht Tiere, die Schweine, die in Kannibalismus verfallen. Das tun sie nur, weil sie Langeweile haben, weil sie keine Beschäftigung haben. Ja? Man sieht Schweine, die in ihrem eigenen Kot stehen. Und führen wir es mal bewusst vor Augen. Ein Schwein ist ein ganz reinliches Tier. Es ist nicht das dreckige Schwein. Ein Schwein suhlt sich nicht in dem eigenen Mist. Das tut es nicht. Es hat aber keine Chance. Ein Schwein hat heute einen Platz von 0,75 Quadratmeter. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Und nach dem neuen Tierwohlsiegel wird es um 20% vergrößert. Doch so viel. Ja, 20% ist ein DIN A3-Blatt, damit wir eine Größenordnung haben. Das nennt sich dann Tierwohlsiegel. Ja, man kriegt zu viel, wenn man in den Kuhstall geht. Ich habe jetzt in Bayern einen Stall gesehen, da gab es eine Anbindehaltung, wo die Kühe noch angebunden sind. Das ist Tierqual ohne Ende. Da ist der Mist der Tiere an den Wänden hochgespritzt. Der Stall war komplett verdreckt. Das Stroh war schimmelig. Und man meldet das dem Veterinäramt. Man gibt die Bilder an, die sagen, wir haben kontrolliert, wir haben eine Auflage erteilt, alles in Ordnung. Wir gehen nach 2 Jahren wieder rein in den gleichen Stall und finden gleiche Zustände vor. Und da verzweifelt man. Ja, aber verzweifeln bringt uns nicht weiter, sondern unsere Aufgabe ist es, und darum Dankeschön an alle Facebook-Nutzer, unsere Aufgabe ist es, publik zu machen. Vor 5 Jahren hatten wir noch nicht die Social Medias in dieser Größenordnung, wie wir sie heute haben. Wir waren auf ARD, ZDF, RTL und wie sie alle heißen angewiesen. Die konnten aber durch Gelder gepudert werden von der Fleischlobby, weil die Werbebeiträge bezahlen. Das tun wir Tierschützer nicht, wir haben das Geld nicht.
Aber in der Zwischenzeit posten wir unsere Beiträge per Social Media. Ergo können die Öffentlich-Rechtlichen auch ihre Blickwinkel nicht mehr davor verschließen und sie berichten auch darüber. Und das übt Druck auf die Politiker auf, weil die Bevölkerung sich auf einmal wehrt und sagt, so werden unsere Tiere gehalten, das möchten wir nicht. Dabei wussten die es vorher, aber sie haben es nie visuell vor Augen gehabt. Dann sehen sie es und wehren sich. Die Lobby geht sofort los und spricht von sogenannten Einzelfällen und sagt, das müssen wir unterbinden. Das könnte ja auch wieder das Argument dann sein, wenn ihr euch den Stall so genau aussucht, weil da Missstände sind, ist ja auch nur ein Einzelfall. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Natürlich ist der Stall exakt ausgesucht. Ich will doch nicht bei Bauer Lampe einbrechen oder bei Bauer Müller und einfach sagen, ich breche ein. Die Agrarwirtschaft, liest man mal bei Agrar heute, die gehen ja auf eine ganz perfide Art und Weise. Die versuchen den Zusammenhalt der Landwirte zu kriegen und sagen, Thomas, weißt was, du bist ein Kleinbauer. Du musst dich mit uns gemeinsam wehren, denn morgen steht ein Tierschützer bei dir im Stall. Und du sagst, bei mir? Ich halte doch meine Tiere konform und sogar noch besser. Kein Tierschützer hat Interesse, bei dir einzubrechen. Warum? Wir wollen doch die Großen vorführen. Diejenigen, die die Tiere quälen. Das System muss angegriffen werden. Und das publizieren wir immer und immer wieder. Und da kann nämlich die Fleischlobby so viel Geld in die Werbung stecken und von freilebenden Kühen auf der Weide berichten, wie sie wollen. Es wird irgendwann kein Mensch mehr glauben. Ja, und am Ende, nur weil es jetzt dieser eine Stall geworden ist, der in dem Moment gerade mal auffällig geworden ist, wenn man einfach mal bei den anderen genauer hingucken würde, würden die ja auch auffällig werden in der Regel. Also ich behaupte, dass wir in Deutschland, meine persönliche Meinung, in den Großstellen, ich spreche jetzt nicht von dem Landwirt mit 10 oder 20 Tieren, in den Großstellen bei mindestens 90% gravierende Missstände nachweisen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Alle 18 Jahre eine Kontrolle vom Staat. Ist doch ein Witz. Ja, und selbst wenn die staatskonform alles machen würden, wäre es ja trotzdem noch eine extreme Grausamkeit. Also das ist ja der nächste Punkt eigentlich. Ne? Naja, ich habe mit vielen Veterinäramtsmitarbeitern auch Kontakte und ich möchte auch die in Schutz nehmen. Die haben eine Liste, die gesetzlichen Vorgaben und die kontrollieren sie ab. Selbst wenn sie wollten, es gibt ein Gesetz und ein Gesetz sagt, ein Schwein hat eine Platzgröße, einen Platzanspruch von 0,75 Quadratmeter. Was will denn der Veterinärbeamte machen? Er weiß genau und wird es dir auch bestätigen, das ist definitiv nicht artgerecht. Aber das Gesetz erlaubt es. Ja. Das Problem ist, die Politiker verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen. Und wenn ich mir mal überlege, wie viele Politiker aus der Landwirtschaft in den Parlamenten sitzen, dann versteht man auf einmal die Bindung und die Verflechtung. Und wenn man dann mal mitguckt, wo die Minister, in welchen Verbänden die tätig sind, dann sieht man einen Lobbyismus, von dem hat, glaube ich, jetzt gerade vor kurzem ein Fernsehsender ganz groß berichtet, von der Verflechtung einiger Landwirtschaftsministerien. Da wird einem schlecht. Und dann weiß man auch ganz genau, warum bestimmte Dinge erlaubt werden. Wann ist dir diese Verflechtung von der Politik so das erste Mal bewusst geworden? Da muss ich jetzt mal weit zurückgehen, da war ich noch lange kein Tierschützer. Ich hatte Anfang der 90er Politik gemacht. Da war ich, weil ich habe als Jugendlicher gesagt, wenn du die Welt verändern willst, darfst du nicht meckern, sondern du musst aktiv was werden. Damals gab es die Grünen, die SPD, die FDP und die CDU. Und da habe ich gesagt, eine von diesen 4 Parteien, da musst du eintreten. Damals war ich noch kein Öko, Grünen sind entfallen. Die FDP kam für mich nicht in Frage, weil die FDP einmal mit der SPD koaliert hat, dann mit der CDU. Für mich war das einfach die Hure der Politik. Die legte sich nur für einen Ministerposten mit irgendeiner Partei ins Bett. Also blieben noch SPD und CDU über. Ja, und dann bin ich in die CDU gekommen und habe da Politik gemacht. Und kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen habe ich dann mitgekriegt, welche Absprachen vor der Wahl schon stattgefunden haben. Und da habe ich gesagt, nein, ich will keine Absprachen, ich will meinem Gewissen dienen. Ich möchte Politik machen, weil ich meine Visionen durchsetzen will. Und bin dann ganz gefrustet aus der Politik rausgegangen und habe mir geschworen, nie wieder Politik zu machen. Ich habe dieses Versprechen vor 2 Jahren ganz kurz gebrochen, als eine neue Partei hier gegründet wurde, die ETH, wo ich das Konzept vom Grundsatz her gut fand, aber auch schnell festgestellt, nein, es funktioniert nicht. Also ich möchte keine Politik machen, Politik sollen andere machen. Ich möchte mir treu sein, ich möchte meinem Gewissen dienen und ich möchte morgens in den Spiegel gucken können. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Peter, für
deine Einblicke in dieses ganze System und dass du uns deine Erfahrungen so weitergegeben hast. Richtig, richtig klasse und sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Vielen Dank dir dafür und vielen Dank für deinen krassen Aktivismus, den du da, also was heißt krass, also letztlich, man folgt seiner Passion, ne? Und, Absolut. Und bewegt was für die Tiere und sieht das ja auch am Ende, was passiert dabei. Und, ja. Und wenn ihr seht, wir sind richtig warm, wir zittern nicht. Am Anfang haben wir gezittert vor Kälte, es ist nicht wärmer geworden. Wir haben ein brandheißes Thema und man redet sich rein. Ja. Und man merkt nichts. Ne? Ja. Und das ist Aktivismus. Man ist in einem Thema drin und wenn man es wirklich mit Herz und Seele macht, dann ist man alles andere links liegen. Ja. Tierschutz, Menschenschutz, Umweltschutz. Das hat Priorität. Und da gibt es nicht falsch oder richtig. Einsetzen. Einfach machen. Einfach machen. Und es kann jeder etwas machen. Ja. Nicht jeder kann auf die Straße gehen, nicht jeder kann sich vor die Kamera setzen. Alles in Ordnung, aber jeder kann etwas tun. Mein großes Vorbild ist Pippi Langstrumpf. Ich habe das damals im Podcast gesagt, bei Beautiful Commitment. Pippi Langstrumpf hat einmal gesagt, ich habe das noch nie gemacht, daher weiß ich, dass ich es kann. Und sie hat recht. Ja. Also werdet aktiv. Und wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann wisst ihr genau, ihr könnt es. Ja. Beweist mir das Gegenteil. Sehr cool. Vielen Dank, Peter. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und jetzt schreibt mal eure Gedanken unten unter das Video drunter. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal und gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und schaut jetzt mal bei Peter auf dem Facebook-Kanal vorbei. Den verlinken wir euch unten in der Infobox. Und ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.